Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Hallo? Entschuldigung, dass ich störe. Ich bin vom Amt und mache heute die Volkszählung. Haben Sie kurz Zeit? Oh, das kommt gerade etwas ungelegen. Worum geht es genau? Es geht um einige Fragen zu Ihrem Haushalt. Es dauert nur 10 Minuten. Die Antworten sind wichtig für die Stadt. Ich verstehe, aber ich fühle mich etwas unwohl, solche Fragen an der Tür zu beantworten. Ist das wirklich nötig? Ich verstehe Sie gut. Viele Menschen sind vorsichtig. Die Daten sind aber vertraulich und werden nicht weitergegeben. Können Sie mir sagen, welche Fragen Sie stellen möchten? Natürlich. Zum Beispiel, wie viele Personen wohnen hier? Wie alt sind die Bewohner? Haben sie Arbeit? Das sind schon sehr private Fragen. Gibt es eine andere Möglichkeit, die Fragen zu beantworten? Ja, Sie können die Fragen auch online oder per Telefon beantworten. Ich kann Ihnen einen Code geben. Das klingt besser. Ich möchte lieber Zeit haben, um die Fragen in Ruhe zu beantworten. Kein Problem. Soll ich Ihnen den Code für die Online-Umfrage geben? Ja, bitte, das wäre gut. Können Sie mir auch erklären, wie das geht? Natürlich. Sie gehen auf die Internetseite, geben den Code ein und beantworten die Fragen. Es ist einfach. Und wenn ich Fragen habe, kann ich jemanden anrufen. Ja, es gibt eine Hotline. Die Nummer steht auf dem Zettel, den ich Ihnen gebe. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank. Ich habe einfach wenig Zeit und brauche Privatsphäre. Das verstehe ich wirklich. Viele Menschen möchten das lieber selbst machen. Sind die Fragen anonym? Ja, Ihre Daten werden anonym verarbeitet. Niemand sieht Ihren Namen. Gut, das beruhigt mich. Ich möchte meine Daten schützen. Das ist Ihr gutes Recht. Ich danke Ihnen, dass Sie trotzdem mitmachen. Ich mache das gerne, wenn ich es in Ruhe machen kann. Wann muss ich die Umfrage fertig haben? Sie haben 2 Wochen Zeit. Das steht auch auf dem Zettel. Perfekt. Dann habe ich genug Zeit. Muss ich noch etwas beachten? Nein, das ist alles. Wenn Sie fertig sind, müssen Sie nichts weiterschicken. Kann ich den Zettel mit dem Code bitte jetzt haben? Ja, hier ist der Zettel. Der Code steht oben rechts. Dankeschön. Ich werde es mir heute Abend anschauen. Das klingt gut. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an. Danke. Ich finde es gut, dass Sie Verständnis haben. Natürlich, es ist wichtig, dass Sie sich sicher fühlen. Wohnen Sie auch hier in der Stadt? Ja, ich wohne in der Nähe. Ich kenne die Nachbarschaft gut. Dann wissen Sie bestimmt, dass hier viele Menschen Privatsphäre schätzen. Ja, das weiß ich. Deshalb biete ich immer Alternativen an. Das finde ich sehr nett. Haben Sie heute noch viele Besuche? Ja, ich habe noch 10 Häuser vor mir. Es wird ein langer Tag. Ich hoffe, die anderen sind auch freundlich zu Ihnen. Meistens schon. Manche sind aber sehr skeptisch. Ich denke, das ist normal. Datenschutz ist vielen wichtig. Ja, das stimmt. Deshalb erkläre ich immer alles genau. Das hilft sicher.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Viel Erfolg mit der Umfrage. Danke, tschüss. Tschüss. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch auf Wiedersehen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Hallo. Ja, ich bin vom Statistischen Amt. Ich mache heute die Volkszählung. Ach so, die Volkszählung. Muss ich da mitmachen? Ja, es ist wichtig für die Stadt. Aber Sie müssen keine Angst haben. Ich bin ein bisschen unsicher. Was machen Sie mit meinen Daten? Ihre Daten bleiben geheim. Wir geben keine Namen weiter. Aber wenn ich persönliche Dinge sage, wer sieht das? Nur unsere Behörde sieht die Daten, niemand sonst. Und werden meine Daten im Internet gespeichert? Ja, aber sie sind sehr gut geschützt. Niemand kann sie einfach ansehen. Ich habe Angst vor Datenmissbrauch. Es gibt so viele Hacker heute. Das verstehe ich. Wir haben viele Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe schon einmal von Datenklau gehört. Was passiert, wenn das passiert? Wir arbeiten immer daran, das zu verhindern. Es gab noch nie ein Problem bei uns. Nutzen Sie meine Daten für Werbung? Nein, niemals. Wir machen keine Werbung damit. Werden meine Nachbarn meine Antworten sehen? Nein, auf keinen Fall. Die Antworten sind nur für die Statistik. Wie lange speichern Sie meine Informationen? Die Daten werden nach der Auswertung gelöscht. Bekomme ich eine Bestätigung, dass meine Daten sicher sind? Sie können auf unserer Website Informationen finden oder ich gebe Ihnen einen Flyer. Danke, das hilft mir ein bisschen. Was fragen Sie denn alles? Ich frage nach Alter, Beruf und wie viele Personen im Haus leben. Muss ich meinen Namen sagen? Nein, Sie können anonym bleiben. Der Name ist freiwillig. Und wenn ich nicht antworten will? Sie können Fragen überspringen, aber jede Antwort hilft uns. Ich habe viele Sorgen wegen Datenschutz. Das ist normal, viele Menschen fragen das. Können Sie mir zeigen, wie meine Daten geschützt sind? Ich habe hier Informationsblätter. Möchten Sie eins sehen? Ja, bitte. Das würde mich beruhigen. Hier, bitteschön. Da steht alles über Datenschutz. Danke. Ich lese das später. Muss ich jetzt sofort antworten? Nein, Sie können auch später online antworten, wenn Sie möchten. Und wenn ich es vergesse? Wir schicken eine Erinnerung, aber keine Strafe. Meine Freundin sagt, manchmal werden Daten verkauft. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Wir verkaufen nie Daten. Wer kontrolliert das? Das Datenschutzamt prüft uns regelmäßig. Gibt es eine Telefonnummer, wenn ich noch Fragen habe? Ja, hier ist die Nummer vom Kundendienst. Danke. Was machen Sie, wenn jemand falsche Angaben macht? Das ist nicht schlimm. Wir können das nicht kontrollieren. Brauchen Sie auch meinen Ausweis? Nein, das brauchen wir nicht.
Wie lange dauert die Befragung? Nur 10 Minuten. Es sind kurze Fragen. Habe ich einen Vorteil, wenn ich antworte? Ja, sie helfen, die Stadt besser zu planen. Das klingt sinnvoll, aber trotzdem habe ich Bedenken. Das verstehe ich gut. Ich bin auch vorsichtig mit meinen Daten. Arbeiten Sie schon lange als Volkszähler? Nein, erst seit diesem Jahr. Es ist interessant. Treffen Sie viele skeptische Menschen? Ja, jeden Tag. Viele fragen nach Datenschutz. Und was sagen Sie dann? Ich erkläre alles so gut wie möglich. Ehrlichkeit hilft. Haben Sie selbst Angst um Ihre Daten? Manchmal. Aber ich vertraue auf die Sicherheitsregeln. Werden die Daten ins Ausland geschickt? Nein, sie bleiben in Deutschland. Kann ich die Ergebnisse der Befragung sehen? Ja, die Statistik wird veröffentlicht, aber ohne Namen. Danke, dass Sie meine Fragen beantworten. Sehr gern. Es ist wichtig, offen zu reden. Ich überlege es mir mit der Teilnahme. Das ist in Ordnung. Wenn Sie bereit sind, können Sie teilnehmen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Mein Name ist Markus. Ich komme vom Amt. Haben Sie einen Moment Zeit für die Volkszählung? Hallo Markus. Ja, ich habe kurz Zeit, aber nicht sehr lange. Worum geht es genau? Danke, Sabine. Ich habe ein paar Fragen zu Ihrem Haushalt. Es dauert nur 10 Minuten. Ist das in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich habe Bedenken wegen meiner Privatsphäre. Was wollen Sie wissen? Die meisten Fragen sind allgemein. Zum Beispiel, wie viele Personen leben in Ihrer Wohnung? Das finde ich noch okay. Wir sind 2 Personen, aber ich möchte nicht alles beantworten. Das verstehe ich. Sie müssen nicht alle Fragen beantworten, aber jede Antwort hilft. Danke für Ihr Verständnis. Welche Fragen kommen noch? Zum Beispiel nach dem Alter der Personen im Haushalt. Dürfte ich das fragen? Ich sage Ihnen, dass wir erwachsen sind, aber das genaue Alter möchte ich nicht sagen. Kein Problem. Es ist freiwillig. Dann frage ich, welche Sprachen sprechen Sie zu Hause? Wir sprechen nur Deutsch zu Hause. Vielen Dank. Haben Sie Kinder in der Wohnung? Nein, wir haben keine Kinder. Okay, danke. Darf ich fragen, wie groß Ihre Wohnung ist? Das möchte ich lieber nicht sagen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Sie können Fragen überspringen. Es gibt auch Fragen zum Beruf. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ich verstehe, aber auch das möchte ich lieber nicht beantworten. Ich respektiere das. Möchten Sie vielleicht sagen, ob Sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten? Nein, das ist mir zu privat. Alles klar. Es ist Ihr Recht. Gibt es Fragen, die Sie beantworten möchten? Ich kann Ihnen sagen, dass wir hier seit 5 Jahren wohnen. Das ist hilfreich, danke. Dürfte ich fragen, ob Sie zur Miete oder im Eigentum wohnen? Wir wohnen zur Miete, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Kein Problem. Ich danke Ihnen für die Antworten, die Sie geben möchten.
Ich hoffe, das reicht für Ihre Statistik. Ja, jede Information hilft. Haben Sie vielleicht Fragen an mich? Ja, was passiert mit meinen Daten? Die Daten sind anonym. Niemand erfährt Ihren Namen oder Adresse. Das klingt gut. Trotzdem möchte ich vorsichtig sein. Das ist verständlich. Sie haben das Recht, Fragen abzulehnen. Danke für Ihre Freundlichkeit. Gerne. Noch eine letzte Frage. Wie lange wohnen Sie schon in dieser Stadt? Wie gesagt, 5 Jahre. Aber ich möchte nicht mehr Details geben. In Ordnung. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Sabine. Kein Problem. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen. Passen Sie gut auf sich auf. Danke Sie auch. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ja, vielleicht. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Gerne, Markus. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Guten Tag. Mein Name ist Julia. Ich bin von der Volkszählung. Haben Sie kurz Zeit? Hallo Julia. Ja, ich habe ein paar Minuten. Worum geht es genau? Ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Wohnung und Ihrer Familie stellen. Es dauert nicht lange. Okay. Aber ich mache mir etwas Sorgen um meine Daten. Was passiert mit meinen Antworten? Ihre Antworten sind sicher. Wir benutzen sie nur für die Statistik. Ihre Daten bleiben geheim. Wer kann meine Daten sehen? Können andere Leute das lesen? Nein, nur das Amt sieht Ihre Daten. Ihre Nachbarn oder Firmen bekommen keine Informationen. Und werden meine Daten verkauft oder weitergegeben? Nein, das ist verboten. Ihre Daten werden nicht verkauft oder weitergegeben. Wie lange werden meine Daten gespeichert? Die Daten werden nur für die Statistik genutzt. Nach ein paar Jahren werden sie gelöscht. Gibt es irgendwo mehr Informationen über den Datenschutz? Ja, natürlich. Sie können auf unserer Webseite viele Informationen dazu lesen. Können Sie mir die Adresse sagen? Ja, die Adresse ist www.census2024.de. Dort gibt es einen Bereich Datenschutz. Gibt es dort auch eine Telefonnummer, falls ich noch Fragen habe? Ja, auf der Webseite finden Sie eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Muss ich alle Fragen beantworten? Manche Fragen sind Pflicht, aber Sie können bei manchen Fragen keine Angabe wählen. Was, wenn ich eine Frage nicht verstehe? Sie können mich jetzt fragen oder auf der Webseite die Erklärungen lesen. Wie wird meine Identität geschützt? Wir speichern Ihre Namen und Adressen getrennt von den Antworten. So bleibt alles anonym. Und was ist, wenn jemand meine Daten hacken will? Unsere Computer sind gut geschützt.
Es gibt viele Sicherheitsmaßnahmen. Das klingt gut. Aber warum muss ich überhaupt teilnehmen? Die Volkszählung ist wichtig für Schulen, Straßen und Wohnungen. Sie hilft beim Planen. Was passiert, wenn ich nicht teilnehmen will? Es gibt eine Teilnahmepflicht, aber ich helfe Ihnen gern, falls Sie unsicher sind. Muss ich meine Unterschrift geben? Nein, Sie müssen nur die Fragen beantworten. Keine Unterschrift ist nötig. Kann ich die Fragen auch online beantworten? Ja, Sie können alles online machen. Sie bekommen einen Brief mit einem Code. Was, wenn ich keinen Computer habe? Dann können Sie einen Papierfragebogen ausfüllen. Ich kann Ihnen einen geben. Danke. Und wie lange habe ich Zeit zum Ausfüllen? Sie haben etwa 2 Wochen Zeit. Das steht auch im Brief. Was mache ich, wenn ich den Brief verliere? Dann rufen Sie bitte die Hotline an. Sie bekommen einen neuen Code. Kann ich den Fragebogen mit meiner Familie zusammen ausfüllen? Ja, das ist kein Problem. Sie können alles gemeinsam besprechen. Was ist, wenn ich Fehler mache? Sie können Fehler korrigieren, bevor Sie den Bogen abgeben. Online geht das einfach. Haben Sie einen Flyer mit den wichtigsten Infos? Ja, ich habe einen Flyer für Sie. Hier, bitteschön. Danke, ich lese das alles später ganz genau. Sehr gut. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich oder die Hotline kontaktieren. Das beruhigt mich. Ich habe immer ein bisschen Angst um meine Daten. Das verstehe ich. Datenschutz ist sehr wichtig für uns. Bekomme ich eine Bestätigung, wenn ich alles abgegeben habe? Ja, nach dem Absenden online sehen Sie eine Bestätigung. Auf Papier können Sie eine Kopie machen. Kann ich die Daten später noch ändern? Nach dem Absenden leider nicht mehr. Bitte prüfen Sie alles vorher genau. Wie viele Leute bekommen diese Fragen? Viele Haushalte in Deutschland bekommen die Fragen, aber nicht alle. Und wie oft gibt es eine Volkszählung? Etwa alle 10 Jahre. Das letzte Mal war 2011. Warum gibt es so wenige Volkszählungen? Es ist viel Arbeit und kostet viel Geld. Aber es ist wichtig für das Land. Werden meine Antworten mit Behörden geteilt, zum Beispiel mit dem Finanzamt? Nein, Ihre Antworten gehen nicht an andere Behörden. Sie bleiben bei uns. Können Sie mir noch einmal erklären, warum meine Daten sicher sind? Ja, die Daten werden verschlüsselt gespeichert und niemand außerhalb der Statistik sieht sie. Kann ich anonym bleiben? Ihre persönlichen Daten werden getrennt gespeichert. Niemand sieht Ihren Namen bei den Antworten. Danke für Ihre Geduld. Ich hatte viele Fragen. Das ist kein Problem. Es ist wichtig, dass Sie sich sicher fühlen. Ich werde die Fragen beantworten, wenn ich alles gelesen habe. Sehr gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, Julia, Ihnen auch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, Herr Thomas. Auf Wiedersehen.
Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Stefan. Ich bin vom Amt und mache heute eine Volkszählung. Oh, ich verstehe. Muss ich alle Fragen beantworten? Nein, nicht alle. Aber es wäre hilfreich, wenn Sie ein paar Fragen beantworten könnten. Ja, das ist okay. Aber ich möchte nicht alles sagen. Ist das in Ordnung? Natürlich, das ist kein Problem. Ich frage nur das Nötigste. Gut. Welche Fragen möchten Sie stellen? Wie viele Personen wohnen in diesem Haushalt? Wir sind 3 Personen. Danke. Und wie alt sind die Personen? Ich bin 38. Mein Mann ist 41. Unsere Tochter ist 10. Sehr gut, danke. Arbeiten Sie oder Ihr Mann? Ich arbeite Teilzeit. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das reicht schon. Und Ihr Mann? Er arbeitet auch, aber ich möchte nicht sagen, wo. Das ist in Ordnung. Haben Sie noch andere Familienmitglieder hier? Nein, nur wir 3. Wohnen Sie zur Miete oder im eigenen Haus? Das ist privat. Ich möchte diese Information nicht geben. Das verstehe ich. Es ist freiwillig. Welches Stockwerk ist Ihre Wohnung? Wir wohnen im Erdgeschoss. Haben Sie Haustiere? Ja, wir haben einen Hund. Wie alt ist der Hund? Er ist 5 Jahre alt. Wie lange wohnen Sie schon hier? Seit 8 Jahren. Kommen Sie aus dieser Stadt? Nein, ich komme aus Leipzig. Mein Mann auch. Danke. Gibt es noch jemanden, der Fragen beantworten möchte? Nein, ich spreche für alle. Möchten Sie wissen, warum wir diese Fragen stellen? Ja, gern. Warum brauchen Sie diese Informationen? Wir sammeln Daten, um die Stadt zu verbessern. Okay. Aber ich möchte meine Telefonnummer nicht geben. Das müssen Sie nicht. Das ist freiwillig. Gut, danke. Werden die Daten weitergegeben? Nein, Sie bleiben beim Amt und sind geschützt. Ich mache mir Sorgen um meine Privatsphäre. Das verstehe ich. Ihre Daten sind sicher. Muss ich meinen Beruf sagen? Nein, das ist nicht nötig, nur wenn Sie wollen. Dann sage ich lieber nichts dazu. Kein Problem. Haben Sie Fragen an mich? Bekomme ich eine Bestätigung, dass ich teilgenommen habe? Ja, ich kann Ihnen einen Zettel geben. Das wäre nett, danke. Bitte schön, hier ist die Bestätigung. Danke. Wie lange dauert die Volkszählung noch? Noch 2 Wochen. Kommen dann noch mehr Leute vorbei? Nein, ich bin Ihr einziger Kontakt. Das finde ich gut. So ist es einfacher. Kann ich noch etwas für Sie tun? Nein, das ist alles. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Gern. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Michael Berger. Ich bin vom Statistischen Amt und führe heute die Volkszählung durch.
Oh, ich wusste nicht, dass heute jemand kommt. Haben Sie einen Ausweis? Ja, natürlich. Hier ist mein Dienstausweis. Sie können ihn sich anschauen. Danke. Darf ich den Ausweis näher ansehen? Ja, bitte. Sie können ihn ruhig in die Hand nehmen. Ihr Name steht hier, aber ich bin trotzdem etwas vorsichtig. Gibt es ein Schreiben als Beweis? Ja, ich habe auch ein offizielles Schreiben vom Amte. Ich hole es schnell aus meiner Tasche. In Ordnung, danke für Ihr Verständnis. Es ist ja wichtig, vorsichtig zu sein. Natürlich, das verstehe ich gut. Hier ist das Schreiben. Danke. Darf ich das Schreiben kurz lesen? Ja, gerne. Es erklärt, warum ich heute hier bin. Ich sehe, es ist vom Statistischen Amt. Das beruhigt mich etwas. Das ist schön zu hören. Haben Sie sonst noch Fragen zu meiner Identität? Gibt es vielleicht eine Telefonnummer, wo ich nachfragen kann? Ja, auf dem Schreiben steht unten eine Telefonnummer. Sie können dort anrufen. Das ist gut. Ich möchte nur sicher sein, bevor ich Fragen beantworte. Das ist kein Problem. Ihre Sicherheit ist wichtig. Danke für Ihr Verständnis. Man hört ja oft von Betrügern. Ja, leider gibt es das. Deshalb habe ich alle Unterlagen dabei. Haben Sie schon viele Haushalte heute besucht? Ja, ich habe heute schon mit 10 Familien gesprochen. Gab es dort auch Fragen zu Ihrer Identität? Ja, viele Menschen fragen nach. Das ist ganz normal. Das beruhigt mich. Ich möchte einfach alles richtig machen. Sie machen das genau richtig. Vorsicht ist immer gut. Muss ich jetzt gleich die Fragen beantworten? Nein, Sie können zuerst die Telefonnummer anrufen, wenn Sie möchten. Das mache ich. Kann ich kurz telefonieren, während Sie draußen warten? Natürlich, ich warte hier vor der Tür. Danke. Einen Moment bitte. Kein Problem, ich habe Zeit. Hallo, ich habe gerade angerufen. Die Dame am Telefon hat Ihren Namen bestätigt. Das freut mich. Jetzt können wir gerne beginnen. Gut, aber darf ich zuerst fragen, welche Informationen brauchen Sie? Ich frage nur nach der Anzahl der Personen im Haushalt, Alter und Beruf. Sie fragen keine persönlichen Geheimnisse? Nein, keine Bankdaten oder ähnliches, nur statistische Daten. Werden meine Daten geheim gehalten? Ja, die Daten sind streng vertraulich. Niemand bekommt Ihre Antworten. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte keine Werbung bekommen. Sie bekommen keine Werbung. Ihre Daten sind nur für die Statistik. Okay, dann kann ich Ihnen die Fragen beantworten. Sehr schön, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wie viele Minuten dauert das ungefähr? Es dauert nur etwa 5 bis 10 Minuten. Das ist nicht lange. Dann können wir beginnen. Super. Wie viele Personen wohnen aktuell in diesem Haushalt? Wir sind 4 Personen, mein Mann, meine 2 Kinder und ich. Vielen Dank. Wie alt sind die Kinder? Meine Tochter ist 12, mein Sohn ist 8 Jahre alt.
Und Sie und Ihr Mann, wie alt sind Sie? Ich bin 38 und mein Mann ist 40 Jahre alt. Danke. Und was machen Sie und Ihr Mann beruflich? Ich bin Lehrerin und mein Mann arbeitet als Elektriker. Perfekt, das reicht schon. Sie haben alle Fragen beantwortet. Das war wirklich einfach. Danke für Ihre Geduld. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihr Vertrauen. Einen schönen Tag noch, Herr Berger. Ihnen auch, Frau Meier. Auf Wiedersehen. Hallo Timo, hast du kurz Zeit? Hallo Sabine. Ja, was gibt's denn? Ich habe eben gesehen, dass jemand bei dir geklingelt hat. Wer war das? Das war eine Frau vom Amt. Sie macht den Zensus, also eine Volkszählung. Ach so, hat sie viele Fragen gestellt. Ja, sie wollte wissen, wie viele Menschen hier wohnen und wie alt wir sind. Oh, das klingt sehr privat. Hast du alle Fragen beantwortet? Nicht alle. Manche Fragen fand ich auch komisch. Sie wollte wissen, ob ich arbeite und wo. Wirklich? Das ist schon persönlich. War sie freundlich? Ja, sie war sehr nett, aber ich war trotzdem ein bisschen nervös. Verständlich. Ich mag solche Fragen auch nicht. Wie lange hat das gedauert? Vielleicht 10 Minuten. Sie hat alles aufgeschrieben. Musstest du Ausweis zeigen oder so? Nein, nur meinen Namen und mein Geburtsdatum. Und was hast du gesagt, wenn du etwas nicht beantworten wolltest? Ich habe einfach gesagt, dass ich die Frage nicht beantworten möchte. Hat sie das akzeptiert? Ja, sie hat das notiert und gesagt, das ist kein Problem. Gut zu wissen. Ich hoffe, sie kommt nicht zu mir. Vielleicht schon. Sie geht, glaube ich, von Tür zu Tür. Oh je, ich bin immer so unsicher bei solchen Besuchen. Ich verstehe dich. Ich war auch ein bisschen angespannt. Hat sie erklärt, warum sie die Daten braucht? Ja, sie sagte, es ist für die Statistik der Stadt. Und was passiert mit den Antworten? Sie meinte, alles bleibt anonym. Niemand sieht meinen Namen. Das beruhigt mich ein bisschen. Ja, mich auch. Aber ich habe trotzdem nicht alles erzählt. War sie schon einmal hier im Haus? Nein, das war das erste Mal. Hatte sie einen Ausweis vom Amt? Ja, sie hat ihn mir gezeigt, bevor sie Fragen gestellt hat. Das ist gut. Man weiß ja nie, wer vor der Tür steht. Genau. Ich hab auch zuerst aus dem Fenster geschaut. Hast du ihr einen Kaffee angeboten? Nein, sie wollte schnell wieder gehen. Sie hatte noch viele Häuser vor sich. Bist du jetzt erleichtert, dass es vorbei ist? Ja, sehr. Ich hab mir vorher viele Gedanken gemacht. Was hast du befürchtet? Ich hatte Angst, dass sie zu viele private Dinge wissen will. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin auch vorsichtig. Vielleicht sagst du einfach, du möchtest nicht alles beantworten. Ja, das mache ich. Danke für den Tipp. Kein Problem. Wir müssen ja zusammenhalten. Hast du gefragt, ob die Teilnahme Pflicht ist? Ja, sie sagte, es ist wichtig,
aber manche Fragen kann man auch weglassen. Das ist gut zu wissen. Ich werde mir das merken. Willst du noch mehr darüber wissen? Ja, hat sie gefragt, wie groß deine Wohnung ist? Ja, das auch. Sie wollte den Grundriss wissen. Und musstest du genaue Zahlen sagen? Nein, nur ungefähr. Sie war da sehr entspannt. Klingt nicht so schlimm, aber trotzdem komisch. Ja, ein bisschen schon, aber sie war freundlich. Ich hoffe, ich bin zu Hause, wenn sie kommt. Nicht, dass sie öfter klingelt. Sie hat gesagt, sie kommt nur einmal. Gut, dann bin ich vorbereitet. Falls du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Danke, Timo, das ist nett von dir. Kein Problem, Sabine, wir sind Nachbarn. Hast du jetzt noch etwas vor? Ich wollte noch einkaufen gehen. Brauchst du etwas? Nein, danke, ich habe alles. Viel Spaß beim Einkaufen. Danke. Wenn du magst, können wir später noch einen Kaffee trinken. Das klingt gut. Ich melde mich dann. Super, bis später, Sabine. Bis später, Timo. Mach's gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Wer sind Sie? Ich bin Lisa Müller vom Statistischen Amt. Ich mache heute die Volkszählung. Ach so. Was müssen Sie wissen? Ich habe ein paar Fragen über Sie und Ihr Haus, aber zuerst, alles ist freiwillig. Sind meine Daten sicher? Ja, natürlich. Ihre Daten sind geschützt. Nur das Amt bekommt die Infos. Werden die Daten weitergegeben? Nein, niemand anders bekommt sie. Nicht die Polizei, nicht das Finanzamt. Wie lange speichern Sie die Daten? Wir speichern die Daten nur so lange, wie es nötig ist. Dann löschen wir sie. Was passiert, wenn ich nicht antworte? Das ist okay. Sie müssen nicht alle Fragen beantworten. Was für Fragen stellen Sie? Es geht zum Beispiel um Ihr Alter, wie viele Leute hier wohnen und Ihre Arbeit. Muss ich meinen Namen sagen? Nein, Sie können anonym bleiben. Ihr Name ist nicht Pflicht. Und mein Geburtsdatum? Nur das Geburtsjahr, kein genaues Geburtsdatum. Das ist gut. Ich habe Angst vor Datendiebstahl. Das verstehe ich. Wir haben strenge Regeln für Datenschutz. Wer kontrolliert das? Eine unabhängige Datenschutzbehörde prüft uns regelmäßig. Haben Sie einen Ausweis? Ja, hier ist mein Dienstausweis. Sie können ihn gerne anschauen. Danke. Sie sehen sehr offiziell aus. Dankeschön. Ich will, dass Sie sich sicher fühlen. Kann ich die Fragen auch online beantworten? Ja, Sie bekommen einen Brief mit einem Code. Dann können Sie online antworten. Und wenn ich Hilfe brauche? Sie können mich oder die Hotline anrufen. Wir helfen gern. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Kein Problem. Sie können mich fragen oder den Bogen noch einmal machen. Wer sieht meine Antworten? Nur das Amt, niemand sonst. Alles ist geheim. Werden meine Nachbarn das wissen? Nein, niemand erfährt Ihre Antworten.
Was ist, wenn ich im Urlaub bin? Dann können Sie später antworten oder online ausfüllen. Muss ich bezahlen? Nein, das ist kostenlos. Bekomme ich danach Werbung? Nein, wir geben Ihre Daten nicht weiter. Keine Werbung, keine Anrufe. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Das verstehe ich gut. Ich kann Ihnen gern noch mehr erklären. Was machen Sie mit den Ergebnissen? Die Ergebnisse sind für die Statistik. Wir planen damit Schulen, Straßen, Busse. Werden meine Daten veröffentlicht? Nein, nur die Statistik. Keine Namen, keine Adressen. Wie lange dauert das Gespräch? Vielleicht 10 Minuten. Sie können immer stoppen. Muss ich alle Fragen beantworten? Nein, nur was Sie möchten. Sie entscheiden. Was ist, wenn ich falsche Angaben mache? Es ist besser, ehrlich zu sein, aber es gibt keine Strafe. Bekomme ich eine Bestätigung? Wenn Sie online antworten, ja. Sonst kann ich Ihnen eine Quittung geben. Das klingt fair. Danke. Wir wollen alles transparent machen. Arbeiten Sie alleine? Nein, wir sind ein Team. Alle haben Schulungen im Datenschutz. Wie oft gibt es die Volkszählung? Alle 10 Jahre in Deutschland. Und wenn ich Fragen habe, kann ich Sie wieder ansprechen. Natürlich. Hier ist meine Karte mit Telefonnummer. Super, danke. Sehr gern. Haben Sie noch eine Frage? Nein, das war alles. Danke für die Infos. Danke für Ihre Zeit. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Hallo. Ja, mein Name ist Thomas Mayer. Ich komme vom Statistischen Amt. Wir machen heute eine Volkszählung. Ach so, eine Volkszählung. Muss ich da mitmachen? Ja, es ist Pflicht. Aber keine Sorge, es dauert nicht lange. Okay. Was wollen Sie denn wissen? Ich frage nach den Personen, die hier wohnen. Zum Beispiel, wie viele Menschen leben in diesem Haus? Wir sind 4, mein Mann, ich und unsere 2 Kinder. Danke. Wie alt sind Ihre Kinder? Mein Sohn ist 8 und meine Tochter ist 5 Jahre alt. Und haben Ihre Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit? Ja, beide sind Deutsche. Warum brauchen Sie die Daten von den Kindern? Wir erfassen nur die Anzahl und das Alter der Kinder. Namen und andere persönliche Daten werden nicht veröffentlicht. Werden die Informationen sicher aufbewahrt? Ja, natürlich. Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt. Muss ich auch die Namen der Kinder angeben? Nein, nur das Alter, Geschlecht und ob sie hier wohnen. Und warum fragen Sie nicht nach den Hobbys oder Schulen der Kinder? Das ist nicht nötig. Für die Volkszählung interessieren uns nur wenige grundlegende Informationen. Müssen meine Kinder auch etwas unterschreiben? Nein, das machen nur die Erwachsenen. Sie als Mutter geben die Auskünftes. Verstehe. Und was passiert, wenn ich etwas falsch sage?
Keine Sorge, es gibt keine Strafe, wenn Sie sich vertun. Es ist wichtig, ehrlich zu antworten. Ich finde es ein bisschen seltsam. Meine Daten gebe ich nicht gern weg. Das verstehe ich gut. Aber es hilft, die Planung für Schulen, Spielplätze und Buslinien zu verbessern. Aha, das klingt sinnvoll. Bekomme ich irgendwann die Ergebnisse? Ja, die Ergebnisse werden später öffentlich gemacht, aber ohne persönliche Daten. Wie lange dauert die Befragung noch? Nur ein paar Minuten, wenn Sie möchten. Gut, dann machen wir weiter. Danke. Wie alt sind Sie und Ihr Mann? Ich bin 36 und mein Mann ist 38 Jahre alt. Arbeiten Sie beide? Ja, ich arbeite halbtags im Büro und mein Mann ist Ingenieur. Und die Kinder gehen in den Kindergarten oder zur Schule? Mein Sohn geht in die Schule, meine Tochter in den Kindergarten. Alles klar. Gibt es noch andere Personen im Haushalt? Nein, nur wir 4. Haben Sie Haustiere? Nein, keine Haustiere. Haben Sie noch Fragen zur Volkszählung? Ja, wie lange bewahren Sie die Daten auf? Die Daten werden nach ein paar Jahren gelöscht. Und wenn wir umziehen, muss ich das melden? Nein, das ist nicht nötig. Die Volkszählung ist nur heute. Müssen meine Kinder beim Gespräch dabei sein? Nein, das ist nicht nötig. Sie können für die ganze Familie antworten. Was ist, wenn ich eine Frage nicht beantworten möchte? Sie können jede Frage verweigern, aber es wäre gut, wenn Sie mitmachen. Ich verstehe. Können Sie mir einen Zettel mit Informationen geben? Ja, natürlich. Hier ist ein Flyer mit allen Infos. Danke. Und was mache ich, wenn ich später noch Fragen habe? Sie können uns jederzeit anrufen. Die Nummer steht auf dem Flyer. Gut, das beruhigt mich etwas. Das freut mich. Wir versuchen, alles so einfach wie möglich zu machen. Ich hoffe, die Daten helfen wirklich. Ja, Sie helfen sehr. Danke, dass Sie so offen sind. Kein Problem. Ich wollte nur sicher sein, dass meine Kinder geschützt sind. Das sind Sie. Wir schützen alle Daten. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch, Frau Müller. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Mein Name ist Martin. Ich komme vom Statistischen Amt. Haben Sie kurz Zeit für die Volkszählung? Guten Tag, Martin. Ja, ich habe ein paar Minuten, aber ich habe eine Frage. Natürlich, Sabine. Was möchten Sie wissen? Sind meine Daten bei der Volkszählung wirklich vertraulich? Ja, Ihre Daten sind sicher. Wir geben keine persönlichen Informationen weiter. Wer sieht meine Antworten dann? Nur das Statistische Amt sieht die Antworten. Ihre Nachbarn oder andere Behörden nicht. Bekomme ich später Werbung oder Briefe wegen dieser Daten? Nein, Sie bekommen keine Werbung. Ihre Daten werden nur für die Statistik genutzt. Muss ich meinen Namen angeben? Nein, Sie müssen Ihren Namen nicht sagen. Die Antworten bleiben anonym.
Und meine Adresse, wird die gespeichert? Die Adresse ist nur für die Erfassung wichtig, aber sie wird nicht veröffentlicht. Was ist, wenn ich eine Frage nicht beantworten will? Sie können Fragen auch überspringen, aber es hilft, wenn Sie alle beantworten. Gibt es eine Strafe, wenn ich nicht mitmache? Die Teilnahme ist wichtig, aber bei Unsicherheit erklären wir alles gern nochmal. Wo werden meine Antworten gespeichert? Die Daten werden sicher auf unserem Server gespeichert, nicht auf Papier. Werden meine Daten ins Ausland geschickt? Nein, alle Daten bleiben in Deutschland. Wer löscht meine Daten später? Nach der Auswertung werden die Daten gelöscht, das ist gesetzlich geregelt. Kann ich die Fragen vorher sehen? Ja, ich kann Ihnen die Fragen zeigen, bevor wir beginnen. Wie lange dauert die Befragung? Es dauert ungefähr 10 Minuten, nicht sehr lange. Sind die Fragen kompliziert? Nein, die meisten Fragen sind sehr einfach. Zum Beispiel, wie viele Personen leben hier? Muss ich über mein Einkommen sprechen? Nein, das Einkommen wird nicht gefragt. Es geht nur um Wohnsituation und Personen. Was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Keine Sorge, Sie können die Antwort einfach korrigieren. Kann ich auch per Telefon antworten? Heute mache ich die Befragung persönlich, aber es gibt auch andere Wege. Wer hat noch Zugang zu den Daten? Nur autorisierte Mitarbeiter vom Amt dürfen die Daten sehen. Sind die Mitarbeiter geschult im Datenschutz? Ja, wir haben alle eine Schulung zum Datenschutz gemacht. Was, wenn ich nicht möchte, dass jemand meine Wohnung sieht? Kein Problem. Wir können an der Tür bleiben. Ich muss nicht reinkommen. Muss ich Dokumente zeigen? Nein, Sie müssen keine Dokumente zeigen, nur die Antworten sind wichtig. Und wie alt muss man für die Befragung sein? Jede erwachsene Person kann antworten. Sie vertreten alle im Haushalt. Gibt es eine Nummer, die ich anrufen kann, wenn ich Fragen habe? Ja, hier ist eine Karte mit der Telefonnummer vom Amt. Kann ich die Befragung später machen? Heute wäre gut, aber ich kann auch morgen wiederkommen. Werden meine Kinder auch befragt? Nur allgemeine Informationen, keine persönlichen Daten der Kinder. Muss ich meinen Beruf angeben? Nein, der Beruf ist für diese Zählung nicht wichtig. Wie alt müssen meine Antworten sein? Zum Beispiel, wenn sich etwas geändert hat. Bitte geben Sie den aktuellen Stand an, wie es heute ist. Und was ist, wenn ich umziehe? Dann informieren Sie bitte das Amt, damit die Daten angepasst werden. Kann ich die Antworten auch online eingeben? Das geht bei manchen Befragungen. Heute mache ich die Erfassung. Was passiert mit meinen Daten nach der Statistik? Sie werden gelöscht und nicht an andere weitergegeben. Sind meine Antworten Pflicht? Die Teilnahme ist gesetzlich vorgeschrieben, aber Sie können Fragen überspringen, wenn Sie möchten. Wird mein Vermieter informiert?
Nein, der Vermieter bekommt keine Informationen. Muss ich für die Befragung bezahlen? Nein, das ist kostenlos. Gibt es ein Dankeschön dafür? Leider nicht, aber sie helfen der Gesellschaft sehr. Wie oft gibt es diese Volkszählung? Ungefähr alle 10 Jahre in Deutschland. Kann ich ein Formular bekommen? Ich habe ein Formular dabei. Sie können es sehen. Ist alles auf Deutsch? Ja, aber es gibt auch fremdsprachige Hilfen. Was passiert, wenn ich nicht alles verstehe? Ich helfe gern bei allen Fragen. Fragen Sie einfach nach. Und wenn ich keine Zeit mehr habe? Dann kann ich Ihnen das Formular da lassen und später wiederkommen. Vielen Dank für Ihre Geduld, Martin. Sehr gern, Sabine. Ich verstehe Ihre Sorgen. Gut, dann machen wir die Befragung jetzt. Super, das freut mich. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich hoffe, meine Daten bleiben wirklich sicher. Sie können mir vertrauen. Alles bleibt vertraulich. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch.